In China wurde der neue MG4 von der SAIC-Marke MG Motor offiziell präsentiert. Es ist nicht nur ein Facelift des MG4, des noch relativ jungen Modells, sondern ein völlig neues Auto. SAIC brachte den MG4 Electric erst im Jahr 2022 auf den Markt, als erstes Modell, das auf der reinen Elektroplattform MSP basierte. Alle bis jetzt angebotenen Elektro-MGs basierten noch auf Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor. Der MG4 war in Europa gemessen an den Verkaufszahlen eines der erfolgreichsten Elektroautos aus China, weshalb ein Facelift des Modells für dieses oder das kommende Jahr erwartet wurde. In China, dem Heimatmarkt, war der MG4 jedoch weniger erfolgreich, dort hat die Marke MG Motor auch keine Tradition. SAIC übernahm 2005 den britischen Autobauer und verwendete die Marke für seine Elektrooffensive in Europa. SAIC hat sich jedoch, um den Erfolg in China zu steigern, entschieden, das Facelift abzulehnen und eine gänzlich neue Generation des Kompaktstromers einzuführen. SAIC bezeichnet den MG4 EV als das erste globale Modell der Marke. Allerdings wird dabei nicht im Detail erklärt, was das bedeutet. Der Vorgänger wurde bereits in Europa und Thailand verkauft, wobei in Thailand sogar eine zusätzliche Produktion im Vergleich zu China stattfindet. Daher handelte es sich beim alten MG4 Electric bereits um ein globales Modell. Das Design ist komplett neu. Als Modell der Premierengeneration auf der MSP-Plattform wurde der erste MG4 noch in einem damals völlig neuen Design gestaltet. Die neue Version ist dagegen eher am MG Cyberstar und dem kleineren Hybridmodell MG3 orientiert. Die Scheinwerfer sind mit einer neuen LED-Signatur ausgestattet, die Seitenansicht zeigt die optional weiß lackierte Dachlinie und am Heck sind die Rückleuchten klar vom Design des Cyberstar inspiriert. Obwohl weiterhin ein großer Dachspoiler vorhanden ist, scheint die charakteristische Stufenform im Kofferraumdeckel des ersten MG4 nicht mehr so deutlich ausgeprägt zu sein. Die Designer des neuen MG4 haben Funktionalität und Design gegenüber Energieeffizienz priorisiert. Denn Details wie die konventionellen Türgriffe anstelle von flächenbündig integrierten Griffen und das Design der 17 Zoll Felgen sind nicht aerodynamisch optimiert. Der neue MG4 ist 4,40 Meter lang, 1,84 Meter breit und 1,55 Meter hoch bei einem Radstand von 2,75 Meter. Da das neue Modell fast 11 cm länger ist und der Radstand um 4,5 cm zugelegt hat, wird klar, dass es sich nicht nur um ein Facelift handelt. Auch bei der Höhe und Breite hat der neue MG4 etwas zugelegt, jedoch nicht so stark. Im Zulassungsantrag beim Ministerium für Industrie und Informationstechnologie, dem MIIT, wird angegeben, dass eine LFP-Batterie von Rapt Battero Energy verbaut ist, jedoch ohne Nennung des Energiegehalts. Beim Vorgänger wurden ebenfalls LFP-Zellen in einem 51 Kilowattstunden Pack, also 49 Kilowattstunden netto, für die Standard-Range-Version verwendet. In Europa waren auch größere Batterien verfügbar, die jedoch NMC-Zellen enthielten. Das MIIT gibt die Antriebsleistung mit 120 kW bzw. 161 PS an, während sie bisher in der Basis bei 125 kW bzw. 168 PS lag. Das Auto wird bei 160 km/h abgeregelt. Die Fahrleistungen könnten sich dennoch verbessern, da der Nachfolger deutlich leichter ist. Im Datenblatt sind 1485 Kilogramm angegeben, während das Gewicht des alten MG4 mindestens 1641 Kilogramm betrug. Die Kosten des neuen MG4 in China sind bislang unbekannt. In seinem Heimatmarkt muss sich der MG4 gegen Modelle wie den BYD Dolphin und den GAC Aion UT behaupten, die ebenfalls in Europa erhältlich sind oder im Falle des Aion UT kurz vor dem Markteintritt stehen. Modelle wie der Wuling Bingo und der Geely Xinguang, die ebenfalls Konkurrenz darstellen, sind jedoch bei uns nicht erhältlich. Weil der MG4 als globales Modell beworben wird, ist es wahrscheinlich, dass die neue Version des MG Kompaktmodells bald auch in Europa erhältlich sein wird. Wie gefällt euch der neue MG4? Wäre der was für euch? Sagt mir das gerne in den Kommentaren. Wenn euch meine Videos gefallen, lasst mir ein Abo und einen Daumen nach oben da. Vergesst auch nicht, auf meinem Instagram- und TikTok-Kanal vorbeizuschauen. Die Links dazu sind in der Videobeschreibung. Vielen Dank fürs Dranbleiben und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao!